Alrighty then, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget auf EU8 mit einem weiteren Gildenvergleich. Der wird ein bisschen anders jetzt sein und vorab auch schon mal die Erwähnung, dass ich leider die Werte der letzten Aufnahme nicht mehr gespeichert habe. Und ich habe mir überlegt, ich könnte sie mir zwar alle reinziehen, aber dadurch, dass ich das jetzt ein bisschen anders aufsetze, habe ich es nicht gemacht. Sorry auf jeden Fall dafür, ich muss mit meinem LibreOffice mal ein ernstes Wörtchen reden. Weil ich speichere das und ich starte das Programm und das will die Wiederherstellung. Ich war mir safe sicher, dass ich das gespeichert habe und habe die Wiederherstellung weggeklickt. Aber irgendwie habe ich es anscheinend nicht gespeichert. Ich hatte es aber schon mal andersrum, dass ich es gespeichert habe und die Wiederherstellung angeklickt habe, dann war es auch weg. Also es war richtig dumm. Ich habe jetzt angefangen, neue Dateien pro Aufnahme zu erstellen. Das heißt, die nächsten Daten werden definitiv da sein. Ja, so viel schon mal vorneweg. EU8 ist jetzt also am Start und zwar gehen wir jetzt immer mehr über die Gildenehrenhalle. Da sich natürlich immer mehr ein Bild ergibt. Der Server ist jetzt über 40 Tage alt und die meisten Gilden, die wir hier übrigens lesen, die haben wir immer schon auch in der Ehrenhalle gehabt, beziehungsweise im Gildenvergleich. Beim letzten Mal waren knapp die Top 10 mit 50 Raids, jetzt sind schon ein paar mehr Gilden mit 50 Raids dabei. Wenn man mal hier so weitergeht, zum Beispiel Gummibärenbande, gerade Rang 17 auch 50 Raids, manche sind bei 49. Die kleinste Guild ist, glaube ich, The Brave mit 45, die jetzt relativ weit oben noch in meiner Top-Liste ist. Und gleichzeitig, weil natürlich noch nicht die Top 30 im Prinzip wirklich relativ weit oben sind, habe ich auch geguckt, wie das Durchschnittslevel ist. Und bei großer Memberzahl, da bin ich jetzt bei 230 gelandet. Zum Beispiel Hospitka ist jetzt in meiner Übersicht nicht dabei. Was nicht heißt, dass sie vielleicht sogar nicht stärker sind als eine andere Gilde. Aber ich habe mich jetzt erstmal aufs Durchschnittslevel berufen. Und ich hoffe natürlich, wenn irgendwann die Gilden alle Raids durch haben, dass sich das auch dann stabilisiert. Zum Beispiel Hellmine hat leider derzeit keine 50 Leute, deshalb sind die auch nicht dabei, haben 46 Raids, sind aber noch bei 200 Ehrenhallenpunkten. Also die versuchen anscheinend, wenn sie über Kämpfe machen, nur Raids zu machen. Aber die Guilde ist interessant, weil sie hat ein höchstes Level von 298. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass wir Hellmine, wenn sie so weiterspielen und wenn sie sich vielleicht auch nochmal entsprechend passend verstärken können, ne? Wie gesagt, 48 Member, ich weiß nicht, was los ist, dann sehen wir die vielleicht auch wieder auch wirklich in den Top 30 oben fighten. Also könnte definitiv passieren. Ja, und jetzt machen wir mal den Switch. Und zwar wollte ich das dann so haben, dass wir eben so ein bisschen die Übersicht haben, aber auch angepasst an die Ehrenhalle auch nochmal zum Vergleich. Sprich, ich nehme die Ehrenhallenpunkte auf, dann halt Level und Hall of Night Alt, dann wie gehabt auch die Level 9. Wir sehen, es wird aber nicht mehr danach sortiert und auch mit der Ritterhalle und dann sehen wir auch dann immer noch den Progress, den wir jetzt halt nicht im Verhältnis haben, da, wie gesagt, die Werte fehlen, weil hier auch ein paar Gilden reingekommen sind, die vorher noch gar nicht dabei waren. Sharks and Stuff zum Beispiel oder auch Statistics, die waren Polanisare, also die waren vorher noch nicht dabei und deshalb ist der Progress jetzt nicht sichtbar, aber ich erwarte mir durch diese Vorstellung dann, dass wir natürlich auch ein bisschen besser sehen, wie auch der Fight in der Ehrenhalle abgegangen ist. Also man hat ja immer die Vermutung, dass gewisse Gilden relativ knapp dabei sind. Man fällt natürlich auch zum Beispiel Stammtisch mit 289 im Moment auf der 6 vor Hubikov, die ein deutlich höheres Durchschnittslevel haben auf der 7. Ja, und da kann man jetzt auch mal hier reingehen und deshalb finde ich das eigentlich ganz praktisch, wobei ich gerade sehe, dass man, ja doch, so sieht man das auf jeden Fall für euch, dass man jetzt hier auch mal beim Stammtisch reingucken kann. Dann sieht man, die haben das Durchschnittslevel, höchste Spieler 340 und sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. 19 Spieler derzeit über 300, der 20. kommt. Ja, unten sind sie bei 242 und so kann man jetzt zum Beispiel auch mal bei Hubikov reingucken, wie es denn da aussieht, mal als Beispiel. Ja, Modri, Look hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17,
18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 Folgen. Ja, also man sieht, die sind vom Durchschnittslevel, die fangen auch weiter unten an, nicht umsonst höher. Also hier muss man davon ausgehen, dass Subikov eigentlich im Fight definitiv stärker ist. Da passt quasi alles zusammen. Aber es kann auch andere Fälle geben. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, bei den Dothraki können wir auch mal reingucken, dass es vielleicht im Durchschnittslevel gar nicht so knapp ist. Aber dafür dann die höchsten Spieler vielleicht Unterschiede machen können. Ja, also auch Dothraki hat ja schon über 10 Spieler, über Level 300 knapp. Ist auch nicht schlecht. Und Shadow Syndikat, die haben ein niedrigeres Durchschnittslevel. Ja, und die haben 1, 2, 3, 4, 5 Spieler über 300. Also hier ist es auch nicht knapp. Auch hier ist ein deutlicher Unterschied zu sehen. Wobei man natürlich sagen kann, Shadow Syndikat wird maximal vielleicht direkt mit Antaiku, Antaiku zu kämpfen haben, gehe ich mal davon aus. Die kommen nämlich als nächstes, und da sieht man auch hier, ja, die haben schon ein paar, obwohl nicht mega, doch ein paar. Also das geht so in die Richtung Dothraki. Und dann haben wir die Nachtwache. 1, 2, 3, 4, 5. Die haben auch derzeit 5 Spieler über 300. Also hier muss man fast schon auf die Level gehen. Die fangen aber bei 214 an. Und Shadow Syndikat fing an bei 245. Also das ist zumindest ein Spieler unten, der stärker sein sollte als der andere. Also gefühlt hat da Shadow Syndikat vielleicht einen kleinen Vorteil. Aber auch das wird man dann sehen, wie sich die Kräfteverhältnisse verteilen. Und dafür ist halt für mich dann hier diese Übersicht. Gleichzeitig können wir aber dann eben trotzdem sehen, wer speziell im Level gut Progress gemacht hat. Also ich kann das hier dann auch farblich markieren im Prinzip. Und so haben wir ein bisschen mehr Dynamik drin. Und eins ist klar, EU9 wird starten. Es ist im nächsten Part, obwohl, der nächste Part wird wahrscheinlich direkt nach dem Startwochenende von EU9 sein. Das heißt, wenn die ersten Tage von EU9 gestartet sind, da kann schon auf EU8 ein bisschen was passiert sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe es immer nicht, dass die Leute inaktiv werden wegen dem nächsten Server. Das wünsche ich allen. Aber hey, das wollte ich auf jeden Fall zeigen. Und was auch wichtig ist, also Freedom, da sieht man es halt in allen Werten. Ja, die fangen bei 304 an bis zu 354. Die sind alle über 300. Selbst ein Aufholer wie Atsunsei spielt wirklich sehr, sehr gut. Und ein paar Details zu Freedom könntet oder solltet ihr euch definitiv, wenn ihr euch dafür interessiert, anschauen. Da hat der Capstone nämlich ein sehr interessantes Video rausgebracht. Ich spiele da kurz mal rein. Sprich, wir haben uns wirklich mit jedem hingesetzt im Discord, haben denen das erklärt, haben gesagt 500 €, haben erklärt, wofür und wie viel investiert werden soll. Sprich, jeder ist mit 500 € aktuell am Start. Nur, dass man da, also mindestens, dass man da Bescheid weiß. So, außerdem haben wir bisher 10 neue Leute in unserer Gilde, also 10 Leute ausgetauscht. 2 davon sind leider am Serverstart direkt weggefallen und einer mussten wir leider im Nachhinein austauschen, aber erfahren haben, dass die Personen sich so ein bisschen verschuldet haben mit Ratenzahlungen und das wollten wir dann auf längere Sicht nicht weiter unterstützen. Unsere Top-Spieler halt von der XP her, wie viel XP gemacht wurde, wer gerade der höchste Spieler ist, beziehungsweise die höchsten Spieler, welche die meisten Base-Stats haben, wie viele Base-Stats die hier dazu gewonnen haben, welche aktuell am weitesten im Solo-Portal sind. So, hier haben wir die höchsten Base-Stats, die höchsten Base-Stats von allen 5 Spielern jeder Klasse, beziehungsweise jedes Attributs, Geschick, Stärke, Intelligenz und Ausdauer, also die Main-Attribute plus Ausdauer. Und da sehen wir vor allem hier bei den Intelligenzklassen, bei Stehseil und Wizard King, unsere aktuellen Top-Leute von den Base-Stats, wirklich ein sehr, sehr starker Zuwachs über den legendären Dungeon. Ich habe jetzt gefühlt 5 Stunden geredet, festgestellt, Mikrofon war ja aus. Also hier nochmal sehr interessant, was Capso dort berichtet hat von seiner Gilde Freedom. Also die Statistiken des Videos unten in der Beschreibung verlinkt. Guckt es euch an, wenn es euch interessiert. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, dass er gesagt hat, dass er 10 Mitglieder austauschen musste. Also 10 Spieler, die von 40 Tagen von vornherein dabei waren, aber aus diversen Gründen nicht mehr spielen konnten. Ja, und woher die kommen, ist ja vollkommen wurscht. Wurden vielleicht abgeworben. Es gab ja
Aufholer, ne, die vorher in anderen Gilden oder beziehungsweise die vorher in kleineren Gilden gespielt haben, ganz andere Ambitionen hatten, nicht zufrieden waren, wurden von Capso und seinen Leuten instruiert und haben gesagt, okay, mache ich mit. Finde ich halt mega, mega respektabel und sehr interessant. Gönnt euch das Video, viele, viele interessante Einblicke, auch mit den meisten Base-Stats. Und ich meine, das sind Leute, Vars zum Beispiel, der dort die Statistiken macht, Vex, Capso und noch ein paar andere, die ich halt jetzt auch schon länger kenne durch die EU-Server, vor allen Dingen EU5. Das sind alles positiv verrückte Pilzer, die aber halt auch wissen, wie das läuft und die wirklich nach dieser Prämisse gehen, auch, also ich glaube, Tony sagt so dieses Min-Maxing gerne, in eine ähnliche Richtung, Maxing und effizient Maxing. Also vielleicht nicht alles Min, ne? Ich glaube, manche ballern da ganz schön viel rein, aber es geht in die gleiche Richtung letztendlich und diese Leute spielen halt dann auch oft zusammen in ähnlichen Servern seit EU3, würde ich sagen, ne, glaube ich. Teilweise auch schon EU1 und das finde ich mega interessant, dass sich da auch eine richtige Konkurrenz gebildet hat und was zum Beispiel auch interessant ist, Capso spricht in seinem Video davon, dass sie es vielleicht schaffen könnten oder was theoretisch notwendig wäre, um den Rekord zu knacken in der Hall of Night, also 1000 Hall of Night Punkte, die zuletzt auf EU5 von der Tavernenflotte geknackt wurde, obwohl das ursprünglich gar nicht deren Ziel gewesen ist und das finde ich auch geil. Und den Weg möchte ich weiter verfolgen. Vorher möchte ich aber noch eins machen und zwar ist mir aufgefallen, dass Schafe dort mitspielt und Schafe hat erst zuletzt zu Weihnachten, ich zeige es euch nochmal hier auf meinem Discord, auch eine Wagenladung Pilze gegönnt und dann würde ich da gerne nochmal vielen Dank dafür, auch für den Support überhaupt, für alle anderen, die den Creator Code auch nutzen, aber hier speziell an Schafe. Vielen Dank nochmal. Ja, und eins ist klar, Freedom ganz klar auf der 1, unantastbar, all that matters, unantastbar auf der 2. Aber im weiteren Verlauf gibt es nach wie vor spannende Kämpfe. Das hat sich schon angedeutet, Himmelskrieger scheint den Kampf um Platz 3 aktuell tatsächlich gewonnen zu haben. Nekropolis ist wieder voll, wird jetzt hinterherziehen müssen. Hubikov hat auch ein hohes Durchschnittslevel, muss ich sagen. Extrem stark, aber mich freut es auch, dass der Stammtisch nach wie vor oben dabei ist. Stammtisch und Dothraki sind zum Beispiel Gilden, die hatte ich von vornherein nicht auf dem Schirm in den Top 10. Und die haben sich etabliert, ja. Sind vielleicht direkte Konkurrenten im Kampf um Platz 7 oder 8. Und ja, allgemein finde ich es schön, dass wir immer noch viele, viele Gildennamen haben, die von vornherein auch irgendwo dabei sind, ja. Alle deutschen Gildennamen supporte ich sowieso ganz gerne. Nachtwache, Gummibärenbande, Malocha-Trupp, ja. Ja, und ansonsten bin ich selber auch daran interessiert zu wissen, wie es weitergeht. Deshalb der nächste Part wird kommen nach dem Serverstart EU9, wahrscheinlich nach dem Wochenende. Am Montag oder am Dienstag werde ich den nächsten Part bringen und dann natürlich hoffentlich auch mit dem Progress, damit wir auch hier wieder sehen, was da so passiert ist. Übrigens Bade Etoils und Dothraki aktuell 49 Leute, ja. Also Dothraki speziell, ne? Relativ gut unterwegs, aber nur 49. Bitte, halten wir nicht zusammen, wäre schade drum. Guti. Super, jetzt habe ich bestimmt 80 Minuten geredet und davon nur 20 mit Ton. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich wünsche euch was rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.